Herzlich willkommen zum zweiten Teil, in dem es um die Buttonbox Version 2 geht. Ihr könnt jetzt hier sehen, ich habe jetzt den Körper gedruckt. Wie ich erwähnt habe, dieses Mal ein komplett anderes Layout als beim ersten Mal. Beim ersten Mal hatte ich ja ein flaches Layout gewählt, wo die Knöpfe senkrecht stehen und man das Ganze rückseitig montieren kann, damit man das an seinem Simrig verwenden kann. Da blende ich jetzt noch mal eine Szene ein, wie das bei der ersten Version aussah. Zudem hatte ich bei der ersten Version ja auch Rotary Encoder mitverwendet, also Drehregler. Das habe ich jetzt dieses Mal nicht. Dieses Mal wird es eine reine Buttonbox mit eben 10 Druckknöpfen, 5 von diesen Status-Druckknöpfen, das heißt, die eben einen gewissen Status haben, solange sie gedrückt sind und den dann wieder verlieren, wenn man sie erneut drückt, und solchen Momentary-Knöpfen, die einfach nur den Status oder das Signal weitergeben, solange man sie drückt. Hatte ich ja im ersten Teil bereits erwähnt. Nur nochmal als kleine Rekapitulation. Wie gesagt, das ist jetzt die Box. Die ist jetzt, wie ihr sehen könnt, noch nicht veredelt. Das heißt, das hier ist noch das reine Ergebnis aus dem 3D-Drucker. Hier an der Seite habe ich eine Aussparung gelassen. Da findet dann später das Board Platz. Das wird dann nachher ungefähr so aussehen, damit man hier dann eben das Kabel einstecken kann. Und die Unterplatte, die ist gerade noch im Druck. Wenn es die rechtzeitig noch schafft, fertig zu werden, zeige ich die noch im Video. Ansonsten denke ich, ist das ja Information genug. Und die STL-Dateien werde ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken, dass ihr die runterladen könnt. Sowohl die STL-Datei für dieses Gehäuse als auch die STL-Datei für die Grundplatte, die noch im Druck ist. Genau, und wie gesagt, so wird das dann nachher hier drin verbaut. Und jetzt hätte ich gesagt, ich habe ja das letzte Mal bereits die ersten 5 Knöpfe verkabelt. Das bedeutet, 5 Knöpfe hängen an einer 5-Volt-Leitung. Das habe ich auch getestet, das funktioniert alles wunderbar. Und heute ist jetzt der Moment gekommen, wo ich die anderen 5 Knöpfe noch verlöten muss. Denn hier haben wir jetzt ein Set mit 3 von diesen Statusknöpfen und 2 von diesen Momentary-Knöpfen. Und da muss ich jetzt noch einen Satz fertig machen mit 2 Status- und 3 Momentary-Knöpfen, sodass ich es dann nachher so habe, dass ich hier oben 5 von diesen Statusknöpfen habe und hier unten 5 von diesen Momentary. Wie ich die einsetze: Also es gibt einen Hauptknopf, an dem hängt, sage ich mal, die meiste Verkabelung, und die anderen Knöpfe, die sind alle separat, die werden dann in das Board gesteckt und bekommen hier auf Command nochmal Plus von diesem Kabelbaum und bekommen auf Minus einfach auch nochmal Minus, auch von diesem Kabelbaum. Bedeutet, ich setze jetzt zuerst mal die 3 Status-Switches oder diese Switches ein, die eben einen gewissen Haltepunkt haben. Dazu fädle ich einfach das Anschlusskabel hier in das Loch, und dann ist das relativ eng gemacht. Das war aber meine Absicht, damit das wirklich gut sitzt, denn die Knöpfe haben ja so ein kleines Gewinde, das heißt, ich kann die hier wunderbar mit dem Gewinde eindrehen. Das mache ich jetzt einmal. So, jetzt sitzt der Knopf schön flach auf. Da muss man jetzt eben schauen, dass man den gerade positioniert, hier in dem Korpus, und dann kann man im Korpus von innen, nimmt man sich so einen silbernen Ring, der hat hier unten so kleine Nasen, und diese Nasen sorgen dann dafür, dass er nicht mehr verrutschen kann, und dann kommt noch so ein Sicherungsring oben drüber. Dadurch, dass ich die Toleranz relativ eng gewählt habe bei dem Gehäuse, ist das nicht zwangsläufig erforderlich. Ich mache es jetzt aber einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, dass hier auch wirklich nichts verrutscht. Das heißt, ich bringe jetzt diesen silbernen Ring da an. Der will irgendwie nicht. Ich nehme einfach einen anderen Vorführeffekt. Okay, der müsste eigentlich passen. Also nochmal. Jetzt mache ich so, ich drehe den Knopf hier vorne und halte hinten den Ring fest. Aber so schaffe ich es, den Ring hinten überzustülpen. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich das hier vorne in einer geraden Position
ausgerichtet bekomme, damit das nachher nicht so stümperhaft aussieht, wenn ich das Endergebnis präsentiere. Ich werde die Knöpfe ohnehin noch mal rausnehmen, weil ich das Gehäuse noch ein bisschen verschönern werde, diesmal mit Lack, aber trotzdem möchte ich, dass das nachher ordentlich aussieht, deswegen achte ich jetzt durchaus darauf, dass die Knöpfe, sofern mir möglich, gerade positioniert sind. Ja, ich denke, so sieht das doch ganz okay aus. Damit hätten wir den ersten Knopf eingesetzt. Jetzt folgt der zweite Knopf. Da werde ich jetzt diesen mittleren Knopf erstmal auslassen, weil da möchte ich später den Hauptknopf durchführen und werde hier an der Seite einen zweiten, ich nenne es jetzt mal Slave-Knopf anbringen. Mal schauen, das hier ist noch ein Knopf, der nicht der Master-Knopf ist. Den fädel ich jetzt hier auch wieder durch, drehe das wieder rein. So, dann nehme ich mir für die Rückseite wieder diese silberne Unterlegscheibe oder diesen silbernen Ring. Dann kommt der Sprengring wieder drauf oder dieser Gewindering, der das Ganze sichert. Schaue ich nochmal von vorne, dass das auch einigermaßen gerade ausgerichtet ist. Dann schraube ich das von hinten fest. Und schon haben wir den zweiten Knopf. Das mache ich jetzt mal für alle Knöpfe fertig. Ich werde aber jetzt vorab einmal den Master Switch einsetzen, damit ihr da auch seht, wie das Prozedere bei dem ist. Also ich meine, theoretisch könntet ihr auch alle Knöpfe lose verkabeln. Meine Idee war halt, dass ich einen habe, der sozusagen der Master Switch ist, an dem der ganze Kabelbaum dranhängt. Der ist dann halt etwas schwieriger einzufädeln, weil der eben einfach mehr Kabel hat. Aber passen sollte das trotzdem in das Loch. Zumindest war das meine Idee. Da muss ich jetzt von der anderen Seite ein bisschen die Kabel hier durchziehen. So, dann sind die alle hier drin. Es gibt natürlich ein paar Kabel, die hier immer wieder nach vorne wollen. Aber die überzeugen wir auch, sich nach hinten zu bewegen. Und dann können wir den hier auch eindrehen. So, den auch noch so grob ausrichten. Das sieht okay aus. Jetzt haben wir hier hinten natürlich ein bisschen Kabelgewirr. Das müssen wir jetzt entzerren. So, und jetzt haben wir hier unseren Minusleitungsstrang. Der kommt dann nachher, Quatsch, das ist unser Plusleitungsstrang. Und dann sieht man ja hier die rote Leitung. Da sind jetzt hier oben, hier ist noch ein bisschen verwirrt, das muss ich noch raus fädeln. Das ist, dadurch, dass ich den jetzt gedreht habe, hat sich das natürlich, ihr kennt das ja bei Kabeln, die suchen sich dann die unmöglichste Art und Weise, wie sie miteinander in Kontakt treten können. So, genau, und da sehen wir jetzt, hier ist der ganze, vielleicht kannst du, kleines Scheißkabel, dich einfach mal, ne? So, da sehen wir jetzt den ganzen Pluskabelstrang. Diese Stecker kommen jetzt an die jeweiligen Command-Anschlüsse von den Knöpfen und das hier an die Minusleitung, ne? Also das hier ist doch Minus, ich war eben nur verwirrt, Entschuldigung, also das hier ist die Minusleitung, die nachher an die Minusanschlüsse der Knöpfe kommt, und das hier ist die Plusleitung, die an die Plusanschlüsse der Knöpfe kommt. Das mache ich aber erst ganz am Ende, wenn ich alle Knöpfe drin habe. Jetzt packe ich noch die anderen zwei Knöpfe rein und dann geht es gleich weiter. So, ich habe jetzt die ersten 5 Knöpfe alle hier drin montiert. Von vorne sieht das jetzt so aus. Bezüglich der Farbgebung habe ich mir jetzt mal noch keine größeren Gedanken gemacht, da ich das ja eh nochmal demontieren werde später, um das ein bisschen optisch aufzubereiten. Hier vorne, das werde ich ein bisschen anschleifen und lackieren. Hat aber jetzt ja nichts mit dem Video zu tun, das mache ich dann off-camera. Hier geht es ja jetzt nur darum, euch zu zeigen, wie ihr das zusammenbaut.
Und wie gesagt, wenn ihr das dann zusammenbaut, ist es am besten, wenn ihr das sozusagen vorher vorbereitet und dann nicht zweimal auseinander und wieder zusammenbauen müsst. Und wenn ihr euch halt im Vorhinein dann Gedanken macht, welche Farbkombination ihr von den Knöpfen gerne haben möchtet. So, hier, so sieht das Ganze von hinten bzw. von drinnen aus. Wir haben also hier diese 5 Knöpfe. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist die Anschlüsse angesteckt. Das mache ich jetzt noch, dass ich die ganzen Plus-Anschlüsse mit Command verbinde und die Minus-Anschlüsse mit Minus. Und dann widme ich mich dem zweiten Kabelbaum, den entsprechend zu löten. Da werde ich es aber tatsächlich so machen. Ich habe jetzt gemerkt, das geht schon mit diesem zentralen Stecker, aber ist jetzt nicht der mega Mehrwert, wenn man das so hat. Das heißt, den zweiten Kabelbaum werde ich so ausgestalten, dass ich die Stecker alle einzeln vorbereite. Das heißt, so wie hier bei den 4 Steckern, die eben einzeln sind, nur diese entsprechende Zentralleitung hier anschließen und alles andere, diesen Mittelkabelbaum, den werde ich dann unabhängig von allen Steckern vorbereiten, dass man den einfach, nachdem man die Knöpfe eingesetzt hat, den Kabelbaum entsprechend verbindet. Jetzt, wie gesagt, ich verbinde mal alle Kabel und dann zeige ich euch nochmal, wie das aussieht. So, jetzt habe ich alle Stecker verbunden. Ich habe also, wie gesagt, die Plusleitungen an den Command-Port angeschlossen und die Minusleitungen überall an Minus, sodass jeder Stecker jetzt eben diese 3 Kabel besitzt und er seine Funktion verrichten kann. Für die genaue Steckerbelegung und wie das zusammenspielt, könnt ihr ja gerne noch mal im ersten Video reinschauen. Da habe ich das schön in so einem Versuch demonstriert. Jetzt, wie gesagt, widme ich mich dem zweiten Kabelbaum. So, jetzt habt ihr gesehen, ich habe die 5 Knöpfe, in dem Fall jetzt wie gesagt 3 von diesen
Momentknöpfen, die einfach nur aktiv sind, währenddessen man sie drückt, und noch 2 von diesen Dauerknöpfen, die einfach nur an-aus kennen. Habe ich jetzt schon mal minimal vorverkabelt. Das heißt, wir haben hier unsere Brücke, wo wir die beiden Pins brücken. Wie gesagt, für die Pin-Belegung gerne nochmal im ersten Video reinschauen. Das habe ich jetzt für alle 5 gemacht. Ich habe mir jetzt hier immer jeweils so ein Anschlusskabel vorbereitet, auch dann schon verzinnt und auch jedes Kabel mit entsprechendem Schrumpfschlauch vorbestückt. Dann ging das jetzt relativ fix. Damit wäre das abgeschlossen. Was wir jetzt brauchen, ist die Verkabelung, um das Ganze an einem 5-Volt-Anschluss auf dem Board zu betreiben, denn auch das habe ich im ersten Video schon erwähnt. Nochmal, wie gesagt, als kleine Zusammenfassung. Ich nehme mir hier so einen 5-Volt-Anschluss pro 5 Stecker und über einen so einen 5-Volt-Anschluss versorge ich dann 5 von diesen Steckern mit Plus. Das hat wunderbar funktioniert im ersten Video, als ich das einmal getestet habe mit den ersten 5. Und genau nach dem gleichen Prinzip bereite ich mir jetzt meinen Kabelbaum vor, dass ich hier eben einen Stecker habe, der in diesen 5-Volt-Anschluss reingeht und der dann sich aufspliced in 5 einzelne Leitungen, und diese 5 einzelnen Leitungen führe ich dann hier an die entsprechende an den entsprechenden Command-Pin jedes einzelnen Knopfs. Also aus einem 5 Volt gehen dann nachher 5 einzelne Leitungen, jeweils eine Leitung an einen Knopf. Auch das, wie gesagt, im ersten Video, einfach nochmal reinschauen. Das gleiche mache ich mit Minus und dann sind wir hiermit fertig. Dann kann ich die Knöpfe einbauen. Ich bereite jetzt diesen Zwischenkabelbaum einmal vor. Wenn der soweit fertig ist, zeige ich euch, wie ich die restlichen 5 Knöpfe hier in meinem Gehäuse verbaue. So, ich bin jetzt mit den Lötarbeiten fertig. Hier ist der finale Kabelstrang für den 5-Volt-Anschluss. Das kommt nachher auf dem Board, wie gesagt, hier in einen der beiden 5-Volt-Anschlüsse. Den anderen habe ich ja bereits im Gehäuse verbaut. Also sprich, wir sind dann am Ende ist es so, dass dann hier beide 5-Volt-Steckplätze belegt sind. Wir hätten hier sogar noch einen dritten, denn wir können ja prinzipiell noch mehr Knöpfe anschließen. Ich werde jetzt, wie gesagt, nur diese beiden belegen. Darüber bekommen wir dann 5 Plusleitungen sowie 5 Minusleitungen, die ich dann, nachdem ich die Knöpfe wieder eingesetzt habe, hier einmal mit Minus und mit Command verbinden kann. Und jetzt hätte ich gesagt, geht es wieder los, die restlichen Knöpfe hier einzusetzen. Und da mache ich es jetzt so, dass ich entsprechend einfach von den Farben, wie gesagt, ich habe mir jetzt keine großen Gedanken dazu gemacht. Ich werde jetzt Orange hier unten platzieren und werde immer Grün-Grün und Gelb-Gelb machen und hier eben jeweils Orange. Dann hat man so ein bisschen Muster drin, aber wie gesagt, ich muss es ja später nochmal zerlegen. Insofern ist das jetzt gar nicht so relevant. Ich packe jetzt hier oben mal den Grünen rein. Dann schaue ich, dass der richtig ausgerichtet ist. Jetzt hat sich hier schon wieder alles verwurstelt. Das ist echt unfassbar. Man schaut nicht hin und schon sind die Kabel eine extreme Verbindung eingegangen. Ich liebe es. So. Okay. Komm mal her. So. Jawohl, den muss ich jetzt noch einmal drehen, damit der genauso ausgerichtet ist wie die anderen auch. Dann habe ich das mit den Anschlüssen ein bisschen leichter. So, damit ist der richtig ausgerichtet. Da werde ich jetzt auch wieder den entsprechenden Metallring einsetzen und das Ganze dann von hinten verschrauben. Hier kommt wieder dieser Metallring. Den setze ich da wieder ein. Den Metallring setze ich jetzt hier wieder ein. Und dann wieder so eine Sicherungsmutter, nenne ich es jetzt mal. Ist keine wirkliche Mutter, aber man kann es ja festdrehen. So, dann schauen wir nochmal vorne, dass das hier einigermaßen gerade ist. Also viel kleiner hätte ich den Korpus nicht machen dürfen, sonst wird es sehr unangenehm, dort drin zu arbeiten. Damit ist der auch angeschlossen. Der befindet sich da jetzt hier oben. Ich muss mal gucken, ob ich das hier irgendwie ein bisschen zur Seite machen kann. Das ist alles so ein Durcheinander.
Aber so ist das eben. Es sind doch relativ viele Kabel. Ja, ich werde jetzt hier die restlichen Knöpfe auch noch einsetzen und dann schalte ich euch wieder dazu. Den Knopf habe ich jetzt auch eingesetzt. Der befindet sich dort unten oder beziehungsweise hier oben in dieser Schlangengrube. Ich werde jetzt die anderen Knöpfe auch noch einsetzen. Die eine Notiz oder die eine Anmerkung vielleicht noch am Rand. Ich habe es ja hier so gemacht, dass ich einen Masterknopf habe, an dem der Kabelstrang hängt. Das habe ich jetzt beim zweiten Mal nicht mehr so gelöst, sondern habe eben diesen separaten Kabelstrang. Das ist, denke ich, die bessere Lösung. Das heißt, wenn ihr das nachbaut, macht am besten so einen separaten Kabelstrang mit diesen 5 Plus und den 5 Minus Anschlüssen. Das ist jetzt aus meiner Erfahrung, wenn ich das so ein bisschen reflektiere, die bessere Möglichkeit. Und viel kleiner sollte das Gehäuse auch nicht sein. Wie gesagt, wenn ihr das Modell von mir verwendet, kommt ihr auch mit großen Händen noch einigermaßen gut rein. Wenn ihr das kleiner macht, werdet ihr wahrscheinlich Probleme haben, das da drin nachher zu fixieren oder auch mit den Kabeln da drin zu arbeiten. Deswegen, also ja, aus meiner Erfahrung ist das eine ganz angenehme Größe. Ihr habt ja auch gesehen, die Abstände passen. Ich kann also die Knöpfe beziehungsweise hier diese Einrastknöpfe kann ich ja auch wunderbar drehen, ohne dass die sich in die Quere kommen. Also das Gehäuse funktioniert. Wie gesagt, ihr müsst einfach, wenn das aus dem 3D-Drucker kommt, entweder ihr druckt das mit ein wenig besseren Einstellungen oder ihr habt einfach einen besseren 3D-Drucker, sodass das Finish besser ist. Oder ihr müsst es eben wie ich machen und das Ganze nacharbeiten. Aber auch da würde ich dann empfehlen, macht das Gehäuse erst schick und dann setzt die Knöpfe ein. Ihr müsst nur darauf achten, wenn ihr das lackiert, dann müsst ihr hier was einsetzen in diese Löcher, weil sonst wird ja hier entsprechend Lack aufgetragen und dann stimmen die Toleranzen nicht mehr, dann könnt ihr die Knöpfe nicht mehr eindrehen. Ansonsten das Modell, was in der Beschreibung hängt, könnt ihr 1:1 verwenden, um diese Knöpfe, die auch verlinkt sind, 1:1 einzubauen. Wie gesagt, ich mache jetzt die Knöpfe fertig und dann zeige ich euch gleich wieder, wenn alles sozusagen hier im Gehäuse ist und dann stecken wir einmal die Knöpfe an und schauen, ob es funktioniert. Ich habe jetzt alle Knöpfe eingesetzt und wir haben jetzt hier immer so eine Diagonale, bedeutet die Farben sind hier diagonal angeordnet und nur Orange ist oben und unten. Wie gesagt, einfach nur so jetzt mal zum Zeigen. Ich muss es ja eh nochmal auseinanderbauen, um das Ganze zu veredeln. Innen drin haben wir jetzt die verschiedenen Knöpfe. Da sind jetzt sehr, sehr viele Kabel. Was hier noch fehlt, ist der Kabelstrang für die neuen oder die zweiten 5 Knöpfe. Den werde ich jetzt noch verbinden. Und wenn das passiert ist, packen wir das Ganze, also beziehungsweise die ganzen Kabel, packen wir dann auf das Buttonboard. Dann schließe ich das einmal an USB an und wir gucken mal gemeinsam auf dem Rechner, ob das noch immer funktioniert oder ob sich jetzt irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat oder ein Knopf nicht erkannt wird. Das ist jetzt der nächste Schritt. So, ihr habt jetzt gesehen, ich habe alles verkabelt. Ja, das ist ein bisschen ein Gefummel, aber ich muss sagen, wenn man bedenkt, wie wenig Platz hier drin ist, ja, hat das sehr gut funktioniert. Alle Stecker sind jetzt verkabelt. Ich habe auch
Hier oben seht ihr, habe ich die einfach abgepitcht. Kann man sicherlich auch schöner lösen. Ich habe das jetzt so gemacht. Hier sind diese beiden 5 Volt Anschlüsse, ja, von denen ich gesprochen habe. Die versorgen eben jeweils 5 Knöpfe mit Plus und Minus. Und zusätzlich gibt es eben von jedem Knopf nochmal ein Signal hier an das Board, damit das Board weiß, wann welcher Knopf gedrückt ist. Und jetzt hätte ich gesagt, ja, kann ich das Ganze einfach einmal testen, indem ich mir hier ein Anschlusskabel hole. Noch ist die Grundplatte nicht fertig, aber die werde ich euch, wie gesagt, auch in der Beschreibung verlinken. Damit haben wir das Kabel jetzt angeschlossen. So sieht das dann nachher aus. Ja. Das Kabel kommt jetzt auf der rechten Seite raus. Wenn ihr wollt, könnt ihr die STL-Datei natürlich anpassen, noch eine zweite Öffnung machen. Ja, ich habe das eben jetzt mal für die rechte Seite vorgesehen. Bedeutet, dass es rechts von einem stehen würde. Letzten Endes kann man das Kabel aber oder die Box auch links positionieren und das Kabel dann einfach entlang führen. Ja, sollte keine große Sache sein. Genau, und später, wie gesagt, kommt hier unten nochmal eine Grundplatte drunter. Dann ist das nochmal minimal höher. Und man hat dann hier die Möglichkeit, eben die verschiedenen Knöpfe zu drücken. Und genau, ob das eben noch gegeben ist, die Funktion, hätte ich gesagt, das prüfen wir jetzt einmal am Computer selber. So, ich hoffe, man kann das jetzt einigermaßen erkennen. Hier unten, das Buttonboard wurde erkannt. Ich habe das hier mit dem Rechner verbunden. Wenn ich das trenne, ist es auch sofort weg. Und wenn ich es wieder anschließe, taucht es wieder auf. Jetzt teste ich einfach einmal die Knöpfe durch, ohne zu gucken, ob es erkannt wird oder beziehungsweise welche Taste erkannt wird. Wir sehen, es leuchtet ein Licht auf, das ist schon mal gut. Hier kommt auch ein Licht, ist auch gut. Okay, alle Lämpchen leuchten, schon mal ein sehr gutes Zeichen. Jetzt gehen wir mal auf die Eigenschaften und schauen, ob auch entsprechend Knöpfe erkannt werden, also Druckimpulse. Ja, wird erkannt. Wir sind hier drüben bei der 7. Ich versuche das in der Nachbearbeitung wieder ein bisschen hervorzuheben. Jetzt sind wir bei der 6, die 5, die 4, die 3. Da unten haben wir die 12, die 11, 10, 9, 8. Und hier waren wir bei der 7. Haben wir jetzt also hier von, wo haben wir gestartet? Bei der 12. Von der 12 bis zur 7, von der 12 bis zur 3 haben wir jetzt alle Knöpfe belegt. Und wie ihr seht, hier geht auch mehrfach Druck, gar kein Problem, werden alle erkannt, werden alle mit Strom versorgt. Funktioniert genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Ist eine super angenehme Sache. Und wie gesagt, ihr müsst ja jetzt nicht das Layout verwenden, was ich euch hier gezeigt habe, oder das Layout, was ich bei der ersten Buttonbox für mein Simrig verwendet habe. Das sind nur, sag ich mal, prinzipiell Denkanstöße oder Ideen, Impulse. Was ihr dann nachher draus macht, ist ja komplett euch überlassen. Ihr könntet damit wahrscheinlich sogar auch ein Lenkrad bauen. Ja? Also ein richtiges Sim-Lenkrad mit diesem Controller. Und denn die Drehbewegungen vom Lenkrad werden ja meistens über die Wheelbase gesteuert. Das heißt, am Lenkrad selbst habt ihr eigentlich nur Drehregler und Knöpfe. Sprich, mit so einem einfachen Board könntet ihr euch euer eigenes Lenkrad designen. Ihr müsstet dann eben eine Hülle konzipieren, wahrscheinlich aus mehreren Teilen, je nachdem wie groß euer 3D-Drucker ist. Aber ich meine nur, es ist eigentlich, wie gesagt, mit diesem Board super einfach, irgendwelche Knopf-Drehregler-Konstellationen umzusetzen. Verwenden könnt ihr das dann zum Beispiel in Teamspeak oder wenn ihr eine IDE habt, also zum Beispiel Eclipse, IntelliJ oder auch von mir aus Visual Studio Code, ja, und euch gehen diese vielen Tastenkombinationen oder euch gehen allgemein die Tastenkombinationen aus, ihr findet das nervig, dann könnt ihr euch so eine Buttonleiste machen und könnt dann spezifische Funktionen in eurem Developer Studio auf diese einzelnen Knöpfe legen. Ihr könntet hier das auch noch entsprechend beschriften, damit ihr immer wisst, was weiß ich, das ist mein Umschalten für die Markierung, das ist mein automatisches Formatieren oder wie auch immer, ja, welche Tastenkombinationen auch immer euch dann da sozusagen im Sinn stehen. Ja, also wie gesagt, die einzige Grenze oder Limitierung wäre dann sozusagen eure Vorstellungskraft. Insofern einwandfrei, aus meiner Perspektive super einfach umgesetzt, also unabhängig von dem 3D-Druck, denn das dauert relativ lange, bis das gedruckt ist. Aber rein, wenn ihr jetzt die Modelle verwendet und ausgedruckt habt, plus wenn ihr die Knöpfe verwendet und das Board, was ich euch verlinkt habe,
ja, einen Lötkolben habt, ein bisschen Zubehör, was ich im ersten Video erwähnt habe, dann habt ihr so ein Board zusammengebaut, einfach nur zusammengebaut. Ja, die Einzelteile, wenn ihr die schon habt, habt ihr das zusammengebaut in maximal 2 Stunden. Und dann habt ihr, wie gesagt, die volle Flexibilität, was ihr damit machen wollt. Ja, also für mich eine schicke Sache. Ich werde jetzt hier noch ein paar schöne Nahaufnahmen machen von der Box, dass man da noch ein bisschen mehr sieht, auch vom Innenleben. Ich hoffe, es war für euch etwas Hilfreiches dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.